Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kocher mit Steffen Ulitzka. Vom Negativzins auf bis zu 4% Zinsen und wieder zurück. Ehrlicherweise, das Einlagengeschäft war in den letzten Jahren von einer durchaus, enormen Dynamik geprägt. Insbesondere das Marktumfeld hat da einiges mitgemacht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie geht das Ganze weiter in den nächsten Jahren? Welche Rolle spielen dabei auch Demografie und KI? Dazu spreche ich heute mit meinem Partnerkollegen Dr. Steven Kiefer. Steven, schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank für die Einladung, Steffen. Schön, dich hier in Frankfurt begrüßen zu können. Könntest du dich trotzdem noch mal vorstellen für alle die jetzt vielleicht die letzte Folge noch nicht angehört haben? Sehr, sehr gerne. Steven Kiefer mein Name, 36 Jahre alt, einer von aktuell 4 Partnern bei uns im Team Regionalbanking von Simon Kocher. Sitze am Standort in Frankfurt, deswegen Heimspiel heute für mich quasi. Ich darf dich quasi auch als Gast begrüßen bei uns in den Räumlichkeiten. Und rein thematisch bin ich bei uns im Team verantwortlich für alle Themen, die sich mit dem Zinsgeschäft beschäftigen. Das heißt also, meine Schwerpunktthemen sind das gewerbliche Kreditgeschäft, die Baufinanzierung und das Einlagengeschäft. Und diese Themen bewege ich mit meinen Kunden und mit meinem Team vordergründig eben im Bereich der deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Sehr schön. Dementsprechend auch heute das Thema Passivgeschäft im Fokus. Ich hatte es gerade schon mal im Intro so ein bisschen angedeutet, dass die letzten 4 Jahre insbesondere geprägt durch eine sehr hohe Dynamik. Die Zinsen sind draufgegangen, wieder runtergegangen. In der letzten Zeit ist es eher so eine Seitwärtsbewegung. Trotzdem waren natürlich die letzten Jahre geprägt durch ein sehr dynamisches Wettbewerbsumfeld, einige Umverteilungen, die passiert sind. Und jetzt stellt sich so langsam die Frage auch, ja, was ist das Zwischenfazit zum Passivgeschäft und wie geht es jetzt weiter? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Sehr, sehr gerne. Also wenn du, ich sag's mal, ein persönliches Fazit von meiner Seite zuerst hören möchtest oder auch die Zuhörer da draußen, dann würde ich sagen, in den letzten 4 Jahren habe ich persönlich und auch mein Team bestimmt 10 Jahre Berufserfahrung gesammelt aufgrund dieser Dynamik, die du angesprochen hast, weil es tatsächlich teilweise wirklich sehr, sehr heiß herging und ich sag's mal, eine Welle losgetreten worden ist mit der Zinswende, die langsam begonnen hat, aber dann teilweise nicht schnell genug in vielen Häusern hat gehen können. Vielleicht, um zu beurteilen, wo stehen wir eigentlich aktuell, würde ich vorschlagen, mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen, um das einzuordnen. Die aktuelle Zinswende, die wir jetzt gerade gesehen haben, ist insofern eine sehr, sehr spannende gewesen, als dass vor 4 Jahren die besondere Situation da war, dass eigentlich alle Regionalbanken flächendeckend vor der gleichen Ausgangslage standen. Gleiche Ausgangslage soll heißen, wir hatten 10 Jahre Niedrigzinsphase, keiner hatte mehr Habenverzinsungen auf der Passivseite, das heißt also der Zinsaufwand aus dem Kundengeschäft war bei allen 0, wenn nicht sogar positiv, weil Verwahrentgelte üblich waren. Es war auch die Regel, dass eigentlich kein Haus mehr im Einlagengeschäft wirklich einen aktiven Vertriebsanspruch hatte, das war auf keiner Zielkarte dieser Welt mehr drauf, es ging eher darum, die Einlagen zu vermeiden. Und ich sage es mal so, als Running Gag kann man schon fast sagen, zu Beginn unserer Projekte im Rahmen der Zinswende, wenn wir gefragt haben, wer ist denn bei Ihnen der Produktmanager passiv, dann haben wir häufig die Antwort bekommen, dass die Stelle gar nicht existiert, weil es einfach über 10 Jahre sich wegrationalisiert hat. Das heißt also sehr, sehr spannend, erstmal einheitliche Ausgangslage. So, und dann kam die Zinswende und wenn ich die mal im Schnelldurchlauf durchgehen würde, dann würde ich sagen, wir hatten im Jahr 22 so die Phase, wo alle versucht haben, die Füße stillzuhalten und möglichst langsam erstmal zu reagieren auf das, was da draußen passiert. Aber da galt mehr oder weniger das Prinzip, möglichst lange an der Null festzuhalten. In 23 war dann das große Jahr der ING, würde ich schon fast sagen. Also die Neukundenaktion der ING, so ungefähr im April losgetreten, 3% Aktion, die dann wirklich die Welle losgetreten hat und auch dazu geführt hat, dass viele Einlagen im Wettbewerb angefangen haben, sich zu verschieben. Und dann auch viele Regionalbanken gemerkt haben, wir müssen uns aufstellen, wir verlieren ansonsten einfach auch zu viele Kunden. Dann in 24 Hochpunkt im kurzfristigen Bereich, wie du es angesprochen hast, 4%, teilweise auch 4% im Tagesgeld für Kunden tatsächlich erreichbar. Und jetzt in 25 eigentlich die Situation, dass die Zinsstruktur sich wieder normalisiert hat und durch das, ich sag's mal, Schuldenpaket, insbesondere von Herrn Merz, das losgetreten worden ist, dann letztlich auch die Zinsstruktur sich normalisiert hat und jetzt am langen Ende die Zinsen auch wieder gestiegen sind. Das Spannende an der Thematik ist aber auch, dass wenn man jetzt mal schaut, was in den 4 Jahren alles passiert ist, natürlich sehr, sehr viele Entscheidungen in den einzelnen Häusern getroffen werden mussten,
teilweise auch ohne verlässliche Daten zu haben, auf deren Basis man solche Entscheidungen auch ableiten kann. Da musste einfach viel auch reagiert werden auf das, was draußen passiert. Und das führt jetzt zu der spannenden Situation, dass jetzt 4 Jahre später die Ausgangslage überhaupt nicht mehr einheitlich ist. Also wenn wir jetzt auf die Banken draufschauen, dann sehen wir tatsächlich verschiedene Gruppen von Regionalbanken. Das soll heißen, wir sehen genauso Banken, die es geschafft haben, mit einem, ich sag mal, unterdurchschnittlichen Zinsaufwand überproportional zu wachsen. Genauso sehen wir aber auch Institute, die trotz, ich sag mal, großzügiger Zinsen auf der Passivseite es nicht geschafft haben zu wachsen und teilweise sogar geschrumpft sind. Wenn wir diese beiden extremen Gruppen mal miteinander vergleichen, und wir haben das jetzt gerade in einer flächendeckenden Erhebung getan, dann stellen wir fest, dass zwischen diesen beiden Gruppen ungefähr ein Ertragsunterschied von 2,5 Millionen Euro pro Milliarde Passivvolumen klafft. Das heißt also, für ein durchschnittliches 2-3 Milliarden Haus sind das so 7 bis 8 Millionen Ertragsunterschied zwischen der Spitzengruppe und ich sage jetzt mal der Verlierergruppe nach jetzt 4 Jahren Zinswende. 2,5 Millionen Euro jetzt pro Jahr auf Milliarde Einlagenvolumen, das ist schon eine ganze Menge, ehrlicherweise. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den Projekten, mit denen ich unterwegs bin, die sich ja eher auf das Provisionsgeschäft fokussieren, da muss man schon relativ viel für tun, um in vergleichbare Ertragszahlen reinzukommen. Und dann machen auch die Häuser relativ viel Aufwand für, um das zu machen, um dahin zu kommen. Und ganz offen gesagt, wenn man denen dann sagt, da ist so viel Potenzial, dann wird meistens sofort gesagt, ja okay, das müssen wir uns auch irgendwie heben. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist deine Erfahrung in dem Bereich? Wie gehen Häuser dort mit der Passivseite um? Was passiert dort? Ja, ich gebe dir erstmal recht, was die Dimensionen angeht. 2,5 Millionen pro Milliarde Passivvolumen sind kein Pappenstiel. Und um das einfach mal auch, ich sag's mal, greifbar zu machen mit einem anderen Produkt, auch wenn das eher so in deinen Verantwortungsbereich fallen würde. Aber in vielen Häusern ist ja das Thema Vermögensverwaltung ein ich sag's mal, Fokusprodukt, was viele versuchen auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und die Zahlen, die ich so kenne, sind, dass durchschnittliche Vermögensverwaltungsmandate netto Margen aufweisen von 0,7, 0,8% vielleicht. Das heißt also, um 2,5 Millionen Euro Ertrag in der Vermögensverwaltung zu verdienen, muss ich brutto wahrscheinlich 300 bis 350 Millionen Assets under Management verkaufen. Und das ist schon eine enorme Vertriebsleistung, die das erfordern würde, im Vergleich zu dem Aufwand, der notwendig wäre, um das Gleiche aus der Passivseite rauszuholen. Aktuell ist so ein Stück weit eine Phase da, dass die Zinsen sehr, sehr seitwärts laufen seit einiger Zeit und das auch in vielen Häusern dazu führt, dass man sich nicht mehr so wirklich mit dem Thema beschäftigt, weil ein Stück weit der Marktdruck rausgekommen ist. Also man ist nicht mehr gezwungen zu agieren, aber es ist immer noch sehr, sehr sinnvoll, es zu tun aufgrund dieser Ertrags- und Wachstumsunterschiede an der Stelle. Wenn es jetzt da auch so ein Stück weit um die Frage geht, wo kann ich da ansetzen, dann muss man auch da, glaube ich, jetzt begreifen allmählich, dass es darum geht, jetzt auch konzeptionell den Schalter umzulegen. Weil, wie ich es eben geschildert habe, vor 4 Jahren hatten wir wirklich die Situation, alle, salopp gesagt, standen wie der Ochs vor dem Berg. Es gab so eine Situation noch nie, dass eine 10-jährige Niedrigzinsphase auf eine so dynamische Zinswende getroffen ist. Und dementsprechend hatte auch keiner verlässliche Daten oder Erfahrungswerte, wie man sich optimal in so einer Situation behauptet. Jetzt, 4 Jahre später, liegen diese Erfahrungswerte und Daten alle vor. Sie werden nur nicht konsequent genutzt in den meisten Häusern. Das heißt also, vor 4 Jahren war noch die Frage, welcher Kunde ist denn preissensibel oder nicht preissensibel. Jetzt 4 Jahre später könnten wir das wissen, weil wir sehen, welcher Kunde hat reagiert, wann hat er reagiert, wer hat Gelder verschoben, wer hat es nicht getan. Das können wir perfekt sehen. Genauso können wir auch sehen, welche Produkte haben wirklich im Wettbewerb funktioniert, also mehr in Anführungszeichen Potenzial erschlossen als Bestände verteuert und welche Produkte haben das auch ganz bewusst nicht getan. Wir können ganz genau auch sehen, wo sind die Erfolgsfaktoren von Häusern, die sich sehr, sehr gut geschlagen haben im Management, nicht nur auf der Preis- und Produktseite, sondern auch im täglichen Einlagenmanagement und wo sind die Unterschiede zu Häusern, bei denen das nicht so der Fall ist. Das heißt also, da geht es für mich jetzt insbesondere darum, diese 4 Jahre, ich sag's mal, Datenschatz, die man da aufgebaut hat, auch wirklich so auszuwerten und auch nutzbar zu machen, dass man sich auch über die nächsten Jahre sehr, sehr gut schlagen kann, weil das Marktumfeld ist zur Schließung von Ertrags- und Wachstumslücken ein sehr, sehr günstiges aktuell. Jetzt hast du schon einige Punkte dabei angesprochen. Wir haben jetzt eine ganze Menge Daten, die vorliegen. Gleichzeitig sieht man auch, welche Produkte funktionieren, welche nicht. Ganz offen gesagt, wenn ich so die letzten Jahre immer mal auf das Passivgeschäft beziehungsweise auf die verschiedenen Angebote geschaut habe, die dort Banken gemacht haben, dann wirkte das in Anführungszeichen immer relativ simpel. Ja? Also da wurden immer sehr, sehr ähnliche Sachen gemacht. Wenn ich das jetzt wiederum vergleiche mit dem Provisionsgeschäft, wo ich ja viel unterwegs bin, da macht man sich sehr viel Gedanken darüber, was für Kundengruppen habe ich, was für Nutzungsverhalten habe ich, wie kann ich das passende Produkt für den passenden Kunden finden, wie kann ich bestimmte Wechsel
Wechselwirkungen auslösen, dass Kunden eben reagieren oder auch nicht reagieren. Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, ich meine, du machst ja nicht nur Passivgeschäft, sondern insgesamt das Zinsgeschäft. Funktioniert es dort genauso? Funktioniert es dort anders? Weil gefühlt, ehrlicherweise, die Banken scheinen es doch relativ unterschiedlich zu betrachten. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, wo ich schauen muss, dass ich mich möglichst kurz halte und nicht zu viel dazu erzähle. Aber um es mal, ich sag's mal, runterzudampfen auf wenige einfache Aussagen. Also generell das Thema professionelles Preismanagement. Da sind die Grundthemen, mit denen ich mich beschäftigen sollte, im Zinsgeschäft die gleichen wie im Provisionsgeschäft auch. Es geht bei Preismanagement immer darum, ich sag's mal, zu quantifizieren, was ist der Kundennutzen und diesen Kundennutzen, der dann in einer Zahlungsbereitschaft mündet, auch optimal zu adressieren und im Sinne des Institutes auch abzuschöpfen. Da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Zinsgeschäft und dem Provisionsgeschäft. Allerdings ist tatsächlich der Professionalisierungsgrad des Pricings im Provisionsgeschäft erheblich höher nach meiner Überzeugung als aktuell im Zinsgeschäft. Das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache ist natürlich, dass wir 10 Jahre Niedrigzinsphase hatten und im Provisionsbereich insbesondere versucht wurde, sehr, sehr viele Erträge auch zu heben und man da sich auch besonders viel Mühe gegeben hat mit einer Vielzahl auch von Projekten etc., die da den Professionalisierungsgrad nach vorne getrieben haben. Es gibt aber auch, glaube ich, ein paar strukturelle Gründe, warum das im Zinsgeschäft noch etwas hinterherhinkt. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, ich denke, das wirst du auch bestätigen können, wenn du im Zahlungsverkehr beispielsweise Projekte machst, du sprichst wahrscheinlich mit deinen Kunden relativ wenig über die Standardstückkosten. So. Wenn ich im Einlagen- oder im Kreditgeschäft Projekte mache, spreche ich sehr, sehr viel mit den Controllern und hinsichtlich der Kalkulation über die richtigen Parameter und so weiter. Das kommt, glaube ich, so ein Stück weit einfach daher, dass das Zinsgeschäft ein Geschäft ist, wo man Kosten auf Einzelgeschäftsebene sehr, sehr gut zuordnen kann. Ich kann jedem Geschäft zuordnen, was ist die Refinanzierungsopportunität, was sind die Standardrisikokosten und so weiter. Das heißt also, da habe ich relativ viel, was ich zuordnen kann und deswegen neigen viele Häuser auch dazu, aus der Kostenrechnung die Preise abzuleiten. Das machen andere Industrien, wo das ähnlich ist, Groß- und Anlagenbau zum Beispiel genauso. Im Provisionsgeschäft hingegen ist eigentlich die Frage, was kostet denn ein zusätzliches Girokonto, wenn wir es eröffnen? Das ist vernachlässigbar, ehrlicherweise. Und deswegen spielt da die Musik auch fast ausschließlich im professionellen Pricing. Das zum Beispiel kennen wir auch von Softwareunternehmen, die ja auch Produkte verkaufen, die eher in der Skalierung Grenzkosten von 0 haben, aber sehr, sehr hohe Fixkosten haben und deswegen die Kostenbasis keine gute Diskussionsgrundlage ist für das professionelle Pricing. Das heißt, also ich glaube, da ist so ein bisschen die strukturelle Historie, dass man einfach im Zinsgeschäft sehr, sehr stark versucht, an der Margenkalkulation anzusetzen und Pricing ist dann irgendwie, wir haben am Ende irgendeine Marge, die wir draufhauen oder abziehen, wohingegen wir im Provisionsbereich uns mittlerweile sehr, sehr tiefe Gedanken machen, auch verhaltenspsychologische Gedanken machen, was das passende Preismodell ist und deswegen da auch einfach wirklich erfolgreicher sind. Und da kann ich auch nur dazu raten, im Zinsgeschäft mit dem gleichen konzeptionellen Anspruch ranzugehen wie im Provisionsgeschäft auch, weil das lohnt sich. Sehr gut. Ehrlicherweise, wenn ich auch mir anschaue, wie die Banken agieren, ich hatte es ganz am Anfang im Intro schon mal gesagt, es gibt so 2 Megatrends, die so ein bisschen die Denkweise auch beeinflussen. Also auf der einen Seite KI, wo sehr so das Gefühl ist, ja, da wird gerade viel umgewälzt, das sind viele Potenziale, da kann man noch genauer Preise auch aussteuern, da muss ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken machen. Auf der anderen Seite das Thema Demografie, was gefühlt viele Häuser in den letzten Jahren so ein bisschen in die Hängematte hat rutschen lassen, wo man dann aber vielleicht doch nicht sieht, dass das doch einen ordentlichen Effekt haben wird. Wenn wir mal auf die beiden Themen noch mal ein bisschen genauer eingehen. Wir fangen mal mit dem ersten Thema an. Welche Potenziale siehst du denn für das Thema KI im Passivgeschäft? Ein absolutes Hype-Thema zum jetzigen Zeitpunkt, also ein Thema, was quasi in jedem unserer Projekte mittlerweile angesprochen wird, auch von den Instituten, weil man da einfach wissen will, wie sollen wir mit diesem Thema umgehen. Und ich rate auch da dazu, weil ich glaube, das ist die Perspektive, die man da auch einnehmen muss beim Thema KI, das von einer technologischen Diskussion zu einer Management-Diskussion zu machen. Also in der Frage, wie verändert das perspektivisch das Geschäftsmodell oder die Art und Weise, wie wir Einlagen oder auch andere Zinsthemen managen, um dann die richtigen Schlüsse daraus abzuleiten. Und von daher, ich versuche das mal in den Grundzügen zu machen. Das ganze Thema KI ist am Ende des Tages eine Form von angewandter Mathematik. Egal welchen Algorithmus, welches Verfahren wir da nehmen, am Ende des Tages geht es darum, Zusammenhänge zwischen Datenpunkten zu modellieren und das bestmöglich. Das bedeutet aber auch, die KI selber schafft keine Strukturen, um es mal so zu formulieren. Das heißt also, die KI hilft uns nur dabei, Strukturen, die schon da sind, skalierbarer zu erkennen und dann die Organisation zu entlasten, zu besseren Entscheidungen zu kommen und das dann letztendlich auch zum Beispiel fürs Pricing zu nutzen. So eine typische Struktur, die man aufdecken kann, beziehungsweise die man modellieren kann, ist natürlich die Struktur, die Abhängigkeit von Preis und Menge.
Logischerweise, wie reagieren Personen, wenn die Preise steigen oder fallen? Was macht die Menge? Und diese Modellierung ist wie geschaffen, eigentlich für das Thema KI. Vor allen Dingen muss man da einfach auch vor dem Hintergrund wissen, dass da das Potenzial rein sachlogisch im Zinsgeschäft größer ist als im Provisionsgeschäft. Warum? Weil wir im Zinsgeschäft viel häufiger Preise anpassen. Wir machen das teilweise auf täglicher Basis an der einen oder anderen Stelle. Und im Provisionsbereich, wie zum Beispiel im Zahlungsverkehr, machen wir das alle 3-4 Jahre. Ja. Das heißt also, wir haben im Zinsgeschäft grundsätzlich mal die Voraussetzungen, sehr, sehr häufig Reaktionen der Kunden auf Preisveränderungen zu beobachten und dann natürlich über die Zeit daraus auch zu lernen. Allerdings, und das ist jetzt eben genau die Managementaufgabe, wir sind aber trotzdem selber dafür verantwortlich, dass die Strukturen, die es eines Tages mal zu modellieren gilt, im Preismodell auch drin sind. Was meine ich damit? Nur mal ganz als ein praktisches Beispiel. Mal angenommen, ich habe ein Tagesgeldkonto und habe in dem Tagesgeldkonto als Haus entschieden, dass ich eine Volumenschwelle einziehe von 50.000 Euro und oberhalb von 50.000 Euro gibt es höhere Zinsen und darunter gibt es weniger Zinsen. Beispiel, haben ganz viele Häuser in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich sowas einbaue, dann steckt dahinter ja eigentlich die implizite Annahme, dass Kunden mit mehr als 50.000 Euro preissensitiver sind als Kunden mit weniger als 50.000 Euro. Sonst bräuchte ich da keinen Zinssprung machen, wenn das nicht so wäre. So, aber da ist jetzt ja die entscheidende Frage, wer hat denn jemals im Haus überprüft, ob das wirklich stimmt? Oder ob nicht 75.000 Euro die Schwelle wäre oder 25.000 Euro. So, wenn wir aber dauerhaft eine Schwelle da eingezogen haben, nach der wir preisen, die aber nicht die richtige Struktur abbildet, dann kann auch die beste KI dieser Welt nur falsch lernen, weil wir halt eben die Fehler schon eingebaut haben und dann haben wir die Folgefehler im System. Deswegen da rate ich dazu, das Thema KI wirklich so zu begreifen, dass man sagt, wir müssen genau die Strukturen, die wir eines Tages nutzen wollen, selber erstmal schaffen und dann können wir einen Algorithmus draufsetzen, der es lernt. Vorausschauende Strukturen, ehrlicherweise, ist eine sehr schöne Überleitung zum Thema Demografie. Weil, wenn ich mich daran erinnere, wir hatten ja auch schon mal zum Thema Baufinanzierung gesprochen, auch da wäre sehr viel vorausschaubar möglich gewesen. Ja? Wenn ich mir die Demografie anschaue, hätte ich sehen können, wann der Boom stattfindet, allein aus der Demografie heraus, wann es vielleicht wieder schwieriger wird. Jetzt ist es so, wenn ich das Passivgeschäft betrachte und ich kenne ja auch Werte aus anderen Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Wertpapiergeschäft reingucke, da sehe ich ja auch, dass häufig das ganze Geschäft bei sehr, sehr alten Kunden liegt, was ja durchaus auch ein Risiko darstellt. Von daher da an deiner Stelle, wie ist da die Eingewichtung für das Thema Passivgeschäft? Wie spielt da Demografie eine Rolle? Demografie, eins meiner absoluten Herzensthemen, kann man schon fast sagen, weil mich das Thema einfach sehr, sehr in Anführungszeichen fasziniert, aber auch wirklich, ich sag mal, anfasst vor dem Hintergrund, was das für Folgen für die Banken auch haben kann. Und aus meiner Sicht, trotz der Tatsache, dass es lange angekündigt ist und alle sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr missverstandenes Thema in vielen Instituten. Also wenn ich Gespräche beginne zum Thema Demografie mit meinen Kunden, dann wird die Diskussion sehr, sehr häufig reduziert auf die Frage, wie viele Menschen denn potenziell in den nächsten Jahren sterben. Also Sterberaten ist dann ein großes Thema, was mit Demografie verbunden wird. Und ein zweiter Aspekt, den ich auch häufig erlebe, ist so ein Stück weit, ich sage jetzt mal, eine Haltung nach dem Motto, ja, vielleicht kommt es ja doch nicht so schlimm, wie es auf dem Papier vielleicht gerechnet ist. Und außerdem werden die Menschen ja auch immer älter. So ein bisschen so eine Haltung, die viele haben. Da vielleicht mal ganz hart, wirklich harte Zahlen. Ja, die Menschen werden immer älter. Und zwar, um es ganz genau zu sagen, alle 7 Jahre gewinnen wir ein Lebensjahr dazu. Pi mal Daumen. So, das heißt also, salopp gesagt, ein demografischer Effekt, den ich für Februar modelliere oder prognostiziere, der tritt im April dann tatsächlich ein, im Folgejahr. So, das heißt also, darüber reden wir über 6 Wochen früher oder später. Wir reden nicht darüber, dass der Effekt gänzlich ausbleibt. Um jetzt das Thema Sterberaten und so weiter mit reinzubringen, Demografie ist weit mehr als das. Es geht vor allen Dingen um die demografische Struktur einer Gesellschaft und eines Bestandes, weil für die verschiedenen Produktfelder aus der demografischen Struktur heraus gewisse Effekte eintreten, die positiv oder negativ sein können. Und um das mal ganz konkret aufs Einlagengeschäft zu projizieren, viele Institute, glaube ich, insgeheim sind froh und wundern sich auch ein Stück weit, dass die letzten 4 Jahre Zinswelle dann doch so klimpflich verlaufen sind, weil viele haben, glaube ich, am Anfang damit gerechnet, wenn eine ING erstmal 3,5–4% bezahlt, dann tut sich deutlich mehr, als sich am Ende des Tages tatsächlich getan hat. Wenn wir da aber rein demografisch drauf schauen, dann sehen wir auch, dass die letzten 3–4 Jahre mehr oder weniger sich am Optimum demografischer Einflussfaktoren für die Banken, für die Regionalbanken insbesondere bewegt haben hinsichtlich des Themas Einlagengeschäft. Was meine ich damit?
Ein wichtiger demografischer Faktor, hast du gerade schon angesprochen, ist, wie viel Geld liegt bei potenziell sehr alten Kunden. Wir haben gerade einen sehr, sehr hohen Bestand von Einlagen, die liegen bei Kunden, die so ganz knapp, hart gesprochen, noch jünger sind als ihre statistische Lebenserwartung. Also so 80, 81, 82 Jahre alt sind. Da liegt sehr, sehr viel an Einlagen. Und das sind Einlagen, die aus der Natur der Sache heraus sehr, sehr träge sind. In dem Alter wechselt keiner mehr die Bank oder fast keiner mehr, egal ob wir Zinsen zahlen oder nicht. Das heißt, wenn ich da die Bestände habe, dann kann ich die in so einer Phase sehr, sehr gut monetarisieren. Auf der anderen Seite ist die Frage entscheidend, wie viele Menschen haben wir eigentlich, die in hohem Maße neue Ersparnisse bilden. So, und die Altersgruppe, die am stärksten neue Ersparnisse bildet, ist die Altersgruppe zwischen 55 und 64 ungefähr. Das ist nämlich genau die Altersgruppe, die Babyboomer aktuell, die noch voll im Arbeitsleben stehen. Die Kinder sind schon ausgezogen und die genau aus dem Grund eine relativ hohe Sparquote haben. So, und in diesen beiden Kundengruppen, die ich gerade angesprochen habe, sind die Regionalbanken überrepräsentiert im Marktanteil. Das heißt also, die hatten in den letzten 3-4 Jahren 2 positive Effekte. Zum einen besonders viele träge Kunden hohen Alters, die unabhängig des Zinses einfach beim Haus bleiben und die nicht mehr wechseln. Und gleichzeitig relativ viele Kunden in der Babyboomer-Generation, die noch neue Ersparnisse bilden und das auch noch vordergründig im Einlagenbereich. Also 2 demografische Effekte, die erstmal positiv waren für das Thema Marge im Einlagengeschäft und Wachstum im Einlagengeschäft. Und trotz, dass diese beiden positiven Effekte da waren, haben die Regionalbanken insgesamt im Einlagengeschäft weniger Wachstum gehabt in den letzten 4 Jahren als der Markt insgesamt. Diese beiden positiven Effekte werden aber in den nächsten 2-3 Jahren sich ins Negative kehren, weil es tritt jetzt beides ein an der Stelle, nämlich zum einen, dass die älteren Kunden dann älter sind als ihre statistische Lebenserwartung und dann halt eben da auch letztlich mit steigender Dynamik auch Einlagen einfach aus Nachlassfällen heraus wahrscheinlich im Feuer stehen. Und zum anderen gehen die Babyboomer jetzt mit zunehmender Dynamik in Rente und verlieren 30-40% ihres verfügbaren Einkommens und werden dementsprechend nicht mehr die hohen Ersparnisse bilden. Das heißt also, alle unsere Berechnungen, die wir aktuell machen, und wir machen die sehr, sehr regelmäßig in den Projekten, zeigen, dass ungefähr ab 2027 der Kipppunkt in der demografischen Struktur in den Beständen unserer Regionalbanken kommt. Und um da das auch auf eine harte Zahl runter zu brechen, ungefähr 1,5 bis 2% Einlagenwachstum pro Jahr verliere ich eigentlich in den nächsten Jahren über das Thema Demografie. Das heißt also, wenn ich 3% Wachstum hatte im Jahr 2025, um das jetzt mal so zu übersetzen, dann bräuchte ich in 27 oder 28 wahrscheinlich eher 5% Wachstum, damit am Ende wieder 3% netto dabei rauskommen, weil ich 2% über das Thema Demografie verliere. Na, das ist schon ganz schön ordentlich. Da kann man jetzt schon sagen, da ist die Hängematte, in der sich da viele wehen, geradezu fatal. Um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen, was sind aus deiner Sicht die 3 bis 4 wichtigsten Impulse, die man im Kopf behalten sollte? Oh, ich glaube, da braucht es gar keine 3 bis 4, da braucht es vielleicht nur 1 bis 2. Also der erste Impuls hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, also wirklich, ich kann nur jedem dazu raten, die Chance zu nutzen, dass wir in den letzten 4 Jahren wirklich ein Live-Experiment, wenn ich es mal so formulieren darf, zu Preissensitivitäten im Bestand durchgeführt haben. Das war ein echter Lackmustest im Bestand, wer ist preissensitiv, wer nicht, wer hat eine Zweitbankverbindung, wer hat es nicht und so weiter. Diese Daten auch wirklich zu nutzen, weil da steckt ganz, ganz viel Musik drin für die nächsten Jahre im Vertrieb. Das ist ein ganz wichtiger Impuls. Der zweite Impuls, den ich geben wollen würde, wäre eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Erfolg im Einlagengeschäft und wirklich mal rauszufiltern, wie viel davon ist wirklich, selbst wenn ich gut dastehe, wirklich das Ergebnis intelligenten Handelns, um es mal ganz klar zu sagen, also wirklich einer guten Preis-Produkt-Architektur, eines guten Vertriebs und so weiter. Und inwieweit war mein Ergebnis der letzten 3-4 Jahre nur in Anführungszeichen positiv beeinflusst von externen Einflüssen, wie zum Beispiel dem Thema Demografie? Also ich rate dazu, das Fahrzeug, um es mal so zu formulieren, nicht nur zu beurteilen, ob es von außen keine Beulen hat, sondern auch mal die Motorhaube aufzumachen und drunter zu schauen, ob irgendwo Öl raustropft. Dann sieht es eventuell schon anders aus. Vielen Dank, Steven. Danke für das Gespräch. Vielen Dank.